Ich bin heute hier, weil die AfD mir eine scheiß Angst macht. Für den Erhalt der Demokratie, wenn sie weg ist, kriegen wir sie so schnell nicht wieder. Im Namen der Demokratie, lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Ich bin heute hier, weil ich nicht wegschauen möchte. Dafür einstehen möchten, dass die AfD bald endlich verboten wird. Ich bin heute hier, um ein Statement zu setzen. Ich bin heute hier, weil ich Nazis scheiße finde. Weil ich gegen Faschismus in jeder Form aufstehen muss und das auch tue. Ich bin heute hier, weil die AfD mir eine scheiß Angst macht. Weil ich für ein AfD-Verbot bin. Weil ich Angst habe um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder und weil ich nicht in einem fremdenfeindlichen Klima leben will. Ich bin heute hier, um die Zahl derjenigen, die für ein AfD-Verbot eintreten, in die Höhe zu treiben. Weil ich viele queere Freunde habe, weil ich neurodiverse Freunde habe, weil ich neurodivers bin, weil meine Frau queer ist, wird für uns alle schlechter werden. Es wird ja jetzt schon schlechter. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen. Zur Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Für mich bedeutet Demokratie, Dass wir alle teilnehmen können und auch verstehen, dass wir Einfluss nehmen können an den Regierungsprozessen. Nämlich die Meinung sagen dürfen, für die Meinung einstehen dürfen und, für mich ganz wichtig, für den Erhalt der Demokratie. Wenn sie weg ist, kriegen wir sie so schnell nicht wieder. Menschen sollten sich wieder mehr als Bürgerin vielleicht verstehen und weniger als Konsumentin. Das ist mein großer Wunsch. Dass man versteht, dass man selber auch verantwortlich ist für das, was passiert. Gerade leider dann auch, wenn man nichts macht. dass man ein Stimmrecht hat und gehört wird. Und dazu gehören halt einfach alle Menschen, die hier länger leben. Das ist ein Unding, dass das nur Leute betrifft, die einen deutschen Pass haben. Menschen ohne deutschen Pass arbeiten hier, zahlen Steuern und können nicht mitbestimmen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Was heißt Meinungsfreiheit? Mitbestimmung, dass wir uns dafür einsetzen können, dass Schwächeren geholfen wird zum Beispiel. Das ist schwierig. Das ist ein missbrauchter Begriff, inzwischen hart missbrauchter Begriff. Da, wo sie den Artikel 1.1 des Grundgesetzes verletzen, ist es keine Meinung mehr, sondern dann ist sie schlichtweg verboten und gehört auch angegangen und richtig gestellt. Was fällt deiner Meinung nach nicht unter die Meinungsfreiheit? Ja, Hass und Hetze. Hass und Hetze. Sachen, die vielleicht vor 20 Jahren noch nicht sagbar waren, werden heute einfach von denen auf die Straße gebrüllt. Und dann sollen die doch hier nicht rumstenkern, dass sie nichts sagen dürfen. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Was bedeutet für mich rechtsextrem? Dass Menschen glauben, anderen Menschen die Gleichwertigkeit absprechen zu können. Rechtsextrem ist Demokratie, verfassungsfeindlich, menschenfeindlich. Hass als politische Agenda? Letztendlich. Menschenfeinde, Menschen, die hassen, nach unten treten, um irgendwie einen Schuldigen dafür zu haben. So ganz verstehe ich das nicht von den Rechtsextremen. Warum tritt dann keiner nach oben? Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Was bedeutet verfassungsfeindlich? das nicht mitzutragen, wofür unsere Demokratie steht. Also Gleichheit, Menschenwürde. Es gibt Gebote in der Verfassung, die sind einzuhalten und das ist doch nicht so schwierig. Es geht darum, jeden Menschen als gleich zu sehen. Jeder, der die in den ersten Artikeln des Grundgesetzes verbrieften Rechte angreift, unter anderem auch das Asylrecht. Die haben das Asylgesetz, was es ja aus guten Gründen gibt, haben die schon abgespeckt und jetzt soll das schon wieder. Und es bringt null. Die AfD sollte absolut verboten werden. Sollte die AfD verboten werden? Ja. Ja, Ja, Die AfD ist gegen das Grundgesetz, gegen die Menschenwürde und bei ihnen sind eben nicht alle Menschen gleich. Das ist scheußlich, einfach scheußlich. was bedeutet für mich verfassungsfeindlich? Ja, jemand, der versucht, Politik durchzusetzen, die nicht der Verfassung entspricht. Ja. Das muss ich einfahren. Ja, das verstehe ich.
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, Problematisch seiner Rasse wird aber darüber diskutiert. Seiner Sprache, Seiner Heimat und Herkunft, Seines Glaubens. Und seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten!